Ja, ich begrüße Sie herzlich zum dritten Modul unserer Reihe Sprachtechnologie in den Digital Humanities. Genauer genommen der erste Teil des dritten Moduls. Es wird heute um Korpusanalysen gehen, die für Fragestellungen der Digital Humanities interessant sein könnten. Hier ein kurzer Überblick über die Themen, die ich heute gerne ansprechen möchte. Einerseits geht es darum, die korpuslinguistische Perspektive genauer kennenzulernen, dann natürlich auch zu verstehen, was ein Korpus eigentlich genau ist, Grundbegriffe der Korpusrecherche kennenzulernen und schließlich wollen wir die 4 wichtigsten Analysekategorien kennenlernen, mit denen normalerweise gearbeitet wird. Ja, was ist diese korpuslinguistische Perspektive? Was ist daran speziell oder anders? Unser Leben ist von vielen Problemen umgeben, die natürlich auch linguistisch interessant sind. Und eines sehen Sie hier, beispielsweise die Frage, wie rechts denn eine Partei ist, beispielsweise. Hier am Beispiel der AfD in Deutschland. Sie sehen an dieser Meldung der Tagesschau, dass auch Untersuchungen gemacht werden darüber, wo auf dem politischen Spektrum eine Partei ist. Ja, da könnte man sich ja fragen, kann man beispielsweise am Sprachgebrauch der Exponenten dieser Partei oder der Schriftstücke, die da verfasst werden, herausfinden, auf welcher Position auf dem Spektrum zwischen links und rechts diese Partei sich befindet. Ein anderes Beispiel sehen wir hier, ein Bild, das schon ein bisschen zurückliegt von Bergsteigern und einer Bergsteigerin, die natürlich ein bisschen anders aussehen als heute, wo man sich sofort die Frage stellt, was hat sich denn eigentlich verändert in der Art und Weise, wie über Bergsteigen berichtet wird? Was hat das kulturell für eine Bedeutung? Hier kann es natürlich interessant sein, wenn man ein entsprechendes Korpus hat, zu sehen, wie sich der Sprachgebrauch im Reden über das Bergsteigen verändert hat und daraus Schlüsse ziehen, mit denen man eben Aussagen machen kann über Veränderungen der Kultur. Ja, wenn man solche Probleme hat, kann man sich in einen bequemen Sessel setzen und drüber nachdenken und aus seiner eigenen Intuition heraus zu einer Lösung kommen. Oder man kann eben mit Daten arbeiten, empirisch vorgehen, mit einem Computer beispielsweise Corpora befragen, um etwas herauszufinden über diese Fragestellungen. Diese beiden Positionen werden leicht überspitzt und ironisch beschrieben als der Armchair-Linguist oder eben der Korpuslinguist. Das ist so das Spannungsverhältnis. Natürlich bewegen wir uns eher auf der Seite des Korpuslinguisten und ich möchte im Folgenden zeigen, was denn diese Position ausmacht. Aber zunächst müssen wir wissen, was denn eigentlich ein Korpus ist. Zunächst kann man sagen, ein Korpus ist eine Sammlung schriftlicher oder auch gesprochener Äußerungen. Es müssen also nicht nur Texte sein, sondern kann eben auch gesprochene Sprache sein als Ausgangspunkt, die natürlich transkribiert werden muss. Und speziell ist natürlich in der digitalen Welt, dass eben die Daten des Korpus typischerweise elektronisch vorliegen, maschinenlesbar sind. Und die Bestandteile des Korpus bestehen natürlich nicht nur aus den Texten selber, die wir aufbereitet haben für das Korpus, sondern typischerweise eben auch aus Metadaten, die etwas über diese Daten aussagen, also sowas wie Autor, Titel, Publikationsdatum und so weiter und so fort umfassen. Drittens gibt es in linguistischen Corpora meistens auch sogenannte Annotationen, also Informationen, die den Textdaten hinzugefügt worden sind, beispielsweise Wortartinformationen, so dass ich zu jedem Token im Korpus die Information habe, welcher Wortartklasse es angehört oder zusätzlich, was die Grundform davon ist, plus weitere Annotationen, die möglich sind. Mit der korpuslinguistischen Perspektive, da gehen wir von bestimmten Prämissen aus, auf die ich auch kurz eingehen möchte. Zunächst mal ist wichtig zu sehen, dass Korpusanalyse natürlich Sprachgebrauchsanalyse ist.
Es geht mir also primär mal weniger um System hinter Sprache, das ich zum Beispiel als Grammatik oder Lexikon beschreiben kann, sondern im Zentrum steht eben der tatsächliche Sprachgebrauch, den ich mir genauer anschaue. Grundlage für solche Analysen sind Corpora authentischen Sprachgebrauchs. Ich möchte also normalerweise nicht mit Daten arbeiten, die extra für eine Analyse erzeugt worden sind, sondern Daten, die eben für ganz andere Zwecke erstellt worden sind, wie das beispielsweise Zeitungsartikel sind oder Blogbeiträge, Bücher und so weiter und so fort. Wichtig ist zu sehen, dass ein Korpus immer nur eine Stichprobe sein kann aus authentischem Sprachgebrauch. Wir können nicht den Sprachgebrauch insgesamt untersuchen, sondern unser Korpus steht immer nur für einen bestimmten Teil aus diesem Sprachgebrauch und die Wahl des Korpus bestimmt dann natürlich eben, über welche Grundgesamtheit ich überhaupt Aussagen machen kann. Ja, digitale Daten, schön aufbereitet in einer Datenbank. Sind denn Corpora einfach moderne Zettelkästen, mit denen ich besonders gut schöne Belege für irgendein Phänomen finden kann? Nein, sagen hier Perkun und Beliza beispielsweise. Corpora seien nicht nur Belegsammlungen oder Zettelkästen in elektronischer Form, sondern sie würden eben neue Analysemethoden eröffnen, eine eigene Perspektive in der linguistischen Forschung, eben diese korpuslinguistische Perspektive. Ja, was bedeutet das genauer? Wenn wir Texte lesen aus irgendwelchen Interessen heraus, dann fallen uns bestimmte Dinge auf in diesen Texten, seien das bestimmte Formulierungen, Wortverwendungen, was auch immer. Und das können wir natürlich versuchen zu deuten und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. In der Korpuslinguistik ist es natürlich so, dass wir nicht mit Einzeldokumenten arbeiten wollen, sondern mit möglichst großen Textmengen, weil wir dann mit quantitativen, statistischen Methoden Dinge finden können, Muster finden können, die auffällig sind, die uns eben nur auffallen, weil wir den Überblick über die große Textmenge haben. Eine Textmenge, die ich normalerweise nicht bewältigen kann, wenn ich eben Texte selber lesen muss. Zunächst wollen wir uns ein paar wichtige Grundbegriffe ansehen im Zusammenhang mit Korpusrecherchen und wir machen das gleich an einem Beispiel, nämlich einer exemplarischen Analyse im deutschen Referenzkorpus. Das deutsche Referenzkorpus ist eines der größten öffentlich verfügbaren deutschsprachigen Corpora am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim beheimatet. Wir greifen über die Schnittstelle Cosmas 2 darauf zu, die man direkt im Webbrowser bedienen kann. Ich zeige nun in einem Schnelldurchlauf exemplarisch, wie eine Korpusrecherche funktioniert anhand des deutschen Referenzkorpus des IDS in Mannheim. Auf der Webseite des ids-mannheim.de findet man unter den Online-Anwendungen die Schnittstelle Cosmas 2. Über diese Schnittstelle kann man auf das Korpus zugreifen. Es ist vorgängig eine Registration notwendig, die aber kostenlos ist. Wenn man sich eingeloggt hat in Cosmas 2, dann muss man als erstes ein Archiv auswählen. Ich wähle hier das Archiv der geschriebenen Sprache, was einfach die gesamte Korpussammlung des DEReCO umfasst. Weiter sieht man nun eine Liste von vordefinierten Corpora, das heißt die ganze Korpussammlung ist wiederum unterteilt in unterschiedliche Corpora, wobei man eben auch eigene virtuelle Corpora, also Teilcorpora, Subcorpora erstellen kann, die für die eigenen Forschungsinteressen verwendet werden können. Ich wähle jetzt hier W öffentlich, was wiederum einfach die gesamte Korpusmenge umfasst. Hier bin ich nun in einem Suchfenster, beim Suchfenster angelangt. Hier ist es nun möglich, die Korpusabfrage zu machen, also die Suchanfrage zu stellen. Im einfachsten Fall kann man hier einfach ein Wort eintippen, zum Beispiel Freiheit. Natürlich gibt es komplexere Abfragemöglichkeiten. Wir sehen hier ein paar Beispiele dafür. Das ist alles dokumentiert, so dass man sich in die Suchsyntax, also die Regeln der
Suchabfragemöglichkeiten einarbeiten kann. Im einfachsten Fall suche ich jetzt einfach nach Freiheit in diesem Korpus und erhalte hier im Zwischenschritt noch eine Übersicht über die unterschiedlichen Wortformen, die mit Freiheit gefunden werden, und möchte mir nun die Ergebnisse anzeigen lassen. Die Suchanfrage wird jetzt ausgeführt. Natürlich gibt es für dieses Lemma relativ viele Treffer, und ich erhalte als erstes eine Ansicht der Ergebnisse in Form von einer Quellenansicht. Das heißt, ich sehe pro Quelle, hier genannt, wie viele Treffer ich erhalten habe. Ganz üblich in korpuslinguistischen Analyse-Tools ist die sogenannte Quick-Ansicht. Quick steht für Keyword in Context. Hier in dieser Ansicht habe ich in der Mitte das gesuchte Wort, hier rot hervorgehoben, und links und rechts davon den unmittelbaren Kontext dieses Wortes. Sie können selber in diesem Korpus mal ein bisschen recherchieren. Es gibt auch verschiedene Anleitungen dazu. Sie finden beispielsweise auf bubenhofer.com/Korpuslinguistik ein Tutorial, was in die Bedienung des Derico über Cosmos 2 einführt. Ja, wir haben also gesehen bei unserem kleinen Ausflug in das Derico, dass wir natürlich eben mit Corpora arbeiten, mit Subcorpora, Teilcorpora teilweise. In Derico werden diese auch virtuelle Corpora genannt, mit denen ich eben Teilmengen definieren kann, mit denen ich arbeiten möchte. Ich stelle Suchanfragen an das Korpus und benutze dazu eine bestimmte Syntax, eine Suchsyntax, die mir es ermöglicht, einfache bis eben ganz komplexe Suchanfragen zu stellen. Beispielsweise eben auch der Art, ich möchte gerne wissen, welche Adjektive normalerweise zusammen mit Freiheit vorkommen, und andere Dinge mehr. Wir haben dann unterschiedliche Ergebnispräsentationen gesehen. Einmal eben eine Verteilung über Quellen und dann ganz zentral die sogenannte Keyword-in-Context-Ansicht oder Quick-Ansicht, die in ganz vielen Korpusrecherche-Tools standardmäßig aktiviert ist. Ja, wenn wir vor riesig langen Quick-Listen stehen und die durchscrollen, mehrere tausend Belege, dann macht das nicht wirklich Spaß. Und wir wollen natürlich diese Ergebnisse auf eine Art zusammenfassen, so dass wir interessante Schlüsse daraus ziehen können und eben nicht alle Belege durchgehen und lesen müssen. Und deswegen gibt es mehrere wichtige Analysekategorien, die genau das versuchen. Und diese vier davon möchte ich jetzt vorstellen. Es gibt natürlich viele weitere mehr, aber 4 wichtige wollen wir uns mal genauer ansehen. Sie sehen hier ein Netz mit Knoten und Kanten. In der Mitte also ein offener Knoten. Da sollte offensichtlich auch ein Wort stehen, das verknüpft ist mit anderen Wörtern. Ja, schauen Sie sich es mal an. Haben Sie eine Idee, welches Wort hier im mittleren Knoten stehen sollte? So, haben Sie richtig geraten? Ist doch erstaunlich. Wir sehen hier eben typische Verwendungsweisen des Wortes diskutiert. Und wir sehen anhand dieser anderen Knoten, die um diskutiert herum stehen, wie das Wort normalerweise verwendet wird. Beispielsweise wird eben intensiv diskutiert, etwas wird ernsthaft diskutiert, etwas wird heiß diskutiert, kontrovers und so weiter und so fort. Ja, was wir hier sehen, sind sogenannte Kollokationen, also Co-Vorkommen von Wörtern, die eben statistisch auffällig sind. Die Idee oder auch den Begriff der Kollokation hat hauptsächlich John Robert Firth geprägt, der im Rahmen des britischen Kontextualismus eben formuliert hat: You shall know a word by the company it keeps. Also wenn wir wissen, mit welchen anderen Wörtern ein Wort vorkommt, dann wissen wir etwas über die Semantik dieses einen Wortes. Die Berechnung solcher Kollokationen ist eigentlich nicht sehr kompliziert.
hier eine kurze Darstellung. Die Fragestellung ist also grundsätzlich, welche Wörter befinden sich oft in der Nachbarschaft meines Suchwortes? Also wenn ich alle Belege von diskutiert nehme, welche Wörter treten typischerweise in diesem Bereich, in diesem Kontext auf? Das funktioniert folgendermaßen methodisch gesehen, dass ich alle Wörter aufliste, die in einer definierten Umgebung des Suchwortes auftreten, typischerweise beispielsweise 5 Wörter links bis rechts des Suchwortes oder auch innerhalb desselben Textes. Und ich zähle die Häufigkeiten, die Frequenzen aller dieser Lexeme aus, und zwar nicht nur die Häufigkeiten, mit denen diese Lexeme im Kontext meines Suchwortes auftreten, sondern auch insgesamt im Korpus. Dann mache ich einen statistischen Signifikanztest, der im Prinzip einfach prüft, ob die beiden in Frage kommenden Wörter häufiger zusammen vorkommen, als ich es bei einer gleichmäßigen Verteilung im Korpus erwarten würde. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn ich mich für Passagier interessiere und die Frage, welche Wörter typischerweise zusammen mit Passagier auftreten, dann werde ich in meinen Belegen sicher oft Wörter finden wie der Passagier. Vielleicht werde ich auch mal finden reist, der Passagier reist. Ja, so muss ich das halten. Ja, jetzt können Sie es lesen. Oder hin und wieder werde ich sogar finden blinder Passagier. Entscheidend, um herauszufinden, welche dieser Verbindungen nun statistisch gesehen signifikant ist, ist natürlich die Frequenz der einzelnen Wörter. Der bestimmte Artikel der, schon wieder bekehrt, hier, der wird für sich genommen natürlich auch relativ oft im Korpus vorkommen. So verwundert es nicht, wenn er auch hin und wieder mit Passagier zusammen auftritt. Bei reist ist es sicher so, dass reist für sich genommen schon ein bisschen seltener vorkommt im Korpus und unter anderem natürlich auch mit Passagier, aber auch mit anderen Wörtern. Bei blinder ist es wahrscheinlich so, dass blinder an und für sich im Korpus relativ selten ist und fast immer, wenn es vorkommt im Korpus, kommt es zusammen mit Passagier vor. Es könnte aber ja auch mit allen anderen Wörtern auch noch vorkommen, tut es aber nicht. Deswegen ist diese Verbindung statistisch gesehen signifikant auffällig. Auch hier möchte ich kurz zeigen, wie das in der Praxis aussieht, wenn man Kollokationen rechnet. Wiederum anhand des deutschen Referenzkorpus, wo Sie auch über COSMAS 2 Dericho Kollokationen berechnen können. Es gibt aber zusätzlich eine Datenbank, mit der man auf vorab abgespeicherte Kollokationsprofile zugreifen kann. Wir sehen hier die Konkurrenzdatenbank des Instituts für Deutsche Sprache, die auf den Daten auch des Derichos beruht. Das ist also eine Sammlung von Kollokationsprofilen, die vorberechnet worden sind. Sie sehen, es gibt unterschiedliche Bezeichnungstraditionen, ob man jetzt das Phänomen Kollokation oder Konkurrenz nennt. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Hier werden also unter Konkurrenzen Kollokationen verstanden. Ich kann hier nun ein Lemma aufrufen, dessen Konkurrenzprofil oder Kollokationsprofil ich sehen möchte, beispielsweise Freiheit. Und erhalte nun eine Liste der signifikantesten Kollokatoren zu Freiheit. Der signifikanteste Kollokator ist in diesem Korpus also Demokratie, dann kommt Gleichheit, Gerechtigkeit, Frieden, Brüderlichkeit und so weiter und so fort. Sie sehen, dass hier der Log-Likelihood-Wert, also das Signifikanzmaß, mit dem eben die Signifikanz angezeigt wird, absteigend geordnet ist. Das heißt, wir gelangen hier weiter unten zu Kollokatoren, die immer weniger signifikant sind für das Kovorkommen mit Freiheit. Speziell bei
dieser Ansicht oder dieser Berechnung von Kollokationen ist, dass nicht nur der primäre Kollokator, also in diesem Fall jetzt Demokratie, berechnet wird, sondern von allen Fällen, bei denen Demokratie zusammen mit Freiheit vorkommt, werden auch sekundäre und tertiäre Kollokatoren berechnet. Also oft kommt eben zusammen mit Freiheit und Demokratie auch Volkspartei vor. Und wir sehen hier auch die typischen Satzbaumuster, also die syntagmatischen Muster, mit denen eben diese Lexeme zusammen auftreten. Wir sehen also hier beispielsweise, dass Freiheit und Demokratie 2895 Mal vorkommt in diesem Korpus und in 64% der Fälle erscheint es in diesem syntagmatischen Muster, also für Freiheit und meistens und Demokratie und so weiter und so fort. Ja, wir haben jetzt gesehen, wie Kollokationsprofile aussehen, doch welche Erkenntnisse können wir daraus ziehen? Kollokationsanalysen zeigen uns ja typische Gebrauchsweisen eines Wortes, fassen also im Prinzip diese Tausenden von Quickzeilen Belegen zusammen und sagen uns eben, welche Wörter typischerweise im Kontext des Suchwortes auftreten. Da lernen wir natürlich etwas über die Semantik des Wortes. Wir können auch unterschiedliche Gebrauchsweisen ansehen, um beispielsweise zu sehen, ob Verwendungsweisen eines Lexems sich unterscheiden. Einerseits synchron, beispielsweise wenn Sie unterschiedliche Parteienkorpora vergleichen und wissen möchten, ob die Verwendung eines zentralen Begriffs bei der einen Partei anders ist als bei der anderen Partei, oder eben diachron, wenn Sie gucken wollen, ob sich über die Zeit etwas verändert hat in der Art und Weise, wie wir bestimmte Wörter verwenden. Was wir auch machen können natürlich, ist Kollokationsprofile von unterschiedlichen Wörtern miteinander vergleichen. Die These wäre, wenn sich zwei Kollokationsprofile von zwei Wörtern gleichen, sehr ähnlich sind, dann werden diese Wörter also ähnlich verwendet und könnten synonym sein. Oder wir interessieren uns dann vielleicht eben gerade für die mitunter feinen Differenzen zwischen Kollokationsprofilen, um beispielsweise herauszufinden, was die semantischen Unterschiede und Unterschiede der Verwendungsweisen von Lexemen wie Migrant und Ausländer oder Asylant sind. Ja, dieser Idee, dass ich über Gebrauchsweisen etwas über die Bedeutung eines Lexems erfahre, die geht natürlich zurück auf Wittgenstein, der mit dem Diktum "Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache" quasi einen Grundstein für diese Sichtweise gelegt hat, wo ich also eine quasi Gebrauchssemantik bemühe, um etwas über Bedeutung von Wörtern zu verstehen. Die Bedeutung von Wörtern wäre also das, was wir in den Corpora an typischen Verwendungsweisen sehen. Eine ähnliche Analysekategorie wie die der Kollokationen sind Mehrworteinheiten oder auch N-Gramme. Auch da gibt es feine terminologische Unterscheidungen. Wir fassen das jetzt der Einfachheit halber hier mal zusammen. Ein N-Gramm ist grundsätzlich einfach eine Sequenz von linguistischen Einheiten. Das können Buchstaben-N-Gramme sein, wie ENT oder HEIT. Es können aber natürlich auch N-Gramme aus Wörtern sein, heute Abend, freies Land. Und es können eben natürlich Kombinationen sein der Länge n, also eben auch Tetragramme auf der einen Seite, sehr geehrte Damen und Herren, und so weiter und so fort. Ja, entsprechend nennt man eben diese N-Gramme Unigramme, Bigramme, Trigramme und so weiter und so fort. Hier im Kontext jetzt von solchen Korpusanalysen, da gehen wir meistens von N-Grammen in Form von Wörtern vor, also von Mehrworteinheiten, also Folge von N-Wörtern. Im Prinzip ist es eine Erweiterung des Konzepts der Kollokation um weitere Mitspieler, weil eben natürlich bestimmte sprachliche Muster nicht nur binär sind, sondern aus mehr als zwei Lexemen bestehen können. Hier sehen Sie ein kleines Beispiel, wie man solche N-Gramme deuten kann. Hier war von Interesse, welche Formulierungen für die unterschiedlichen Parteien im Deutschen Bundestag typisch sind. Wir sehen hier,
zwei Gruppen von typischen N-Grammen der Grünen im Vergleich zu den anderen Parteien. Das sind jetzt also N-Gramme, die einerseits häufig vorkommen bei den Grünen und andererseits eben überzufällig häufig bei den Grünen vorkommen im Vergleich zu den anderen Parteien. Man sieht dann beispielsweise Konstruktionen wie nichts anderes als eine, schon bezeichnend das, es ist schon interessant und so weiter. Und wir sehen sofort, dass die natürlich ein rhetorisches Potenzial haben, bestimmte rhetorische Funktionen einnehmen, beispielsweise eben Verschleierung vorzuwerfen oder Zusammenhänge aufzuzeigen. Sprechhandlungen, die wahrscheinlich insbesondere für Oppositionsparteien typisch sind. Die dritte Kategorie, die ich ansprechen möchte, ist eigentlich relativ banal. Es geht darum, die Verteilung eines bestimmten Phänomens über unterschiedliche Korpusteile zu messen, also die Distribution eines Phänomens über Textgruppen, wobei man diese Textgruppen natürlich je nach verfügbaren Metadaten unterschiedlich definieren kann. Beispielsweise möchte ich wissen, wie bestimmte Lexeme sich auf Parteien verteilen, also ob ein bestimmtes Lexem unterschiedlich oft verwendet wird zwischen den Parteien oder auf Akteure, Personen oder in einer diachronen Perspektive, ob es Zu- und Abnahmen gibt über die Zeit etc. Wichtig ist bei solchen Analysen, wo ich mir die Distribution angucke, dass ich natürlich zunächst immer für jedes Teilkorpus absolute Häufigkeiten erhalte. Ich sehe also genau, wie oft eben der entsprechende Ausdruck im jeweiligen Teilkorpus vorgekommen ist. Und es ist natürlich schwierig oder nicht möglich, dann solche absoluten Werte miteinander zu vergleichen in den unterschiedlichen Teilkorpora, weil die unterschiedlichen Teilkorpora ja unterschiedlich groß sein können. Deswegen arbeiten wir immer zusätzlich mit relativen Häufigkeiten, indem wir eben die Häufigkeit nicht in Prozent, sondern eher pro 1000 Wörter oder pro Million Wörter angeben. Wir tun also so, als ob das jeweilige Teilkorpus 1 Million Wörter umfassen würde und rechnen die absolute Häufigkeit hoch, so dass wir es als Angabe pro Million Wörter haben. Und dann lassen sich die Frequenzen natürlich vergleichen. Hier sehen Sie ein Beispiel in einem Korpus wiederum aus dem Deutschen Bundestag, 17. Wahlperiode, separiert nach Parteien. Die Suche war nach dem Lemma Freiheit und wir sehen hier nun, wie oft Freiheit von den unterschiedlichen Parteien genannt wird. Wir sehen 199 Treffer bei den Grünen und beispielsweise 306 Treffer bei der SPD. Und wichtig ist jetzt eben hier, dass diese Treffer hier absolute Werte sind und hier in der letzten Zeile, da haben wir die Angabe, wie oft pro Million Wörter das Wort auftritt. Und wir sehen umgerechnet also, dass bei den Grünen das 80 Mal pro Million Wörter auftritt, bei der SPD 62 Mal. Das heißt, wir sehen, dass eben das Korpus der Grünen kleiner ist als jenes der SPD. Deswegen sind selbst diese 199 absoluten Trefferzahlen eben gemessen pro Million Wörter höher als bei der SPD, wo wir absolut gesehen einen höheren Wert haben. So, kommen wir zur vierten Kategorie, zur letzten Kategorie, die wichtig ist. Das sind sogenannte Keywords, die man berechnen kann, oder manchmal spricht man auch davon, dass man die Keyness von Wörtern berechnen möchte. Die Grundidee ist die, dass ich wissen möchte, welche Wörter, Wortformen, Grundformen, was auch immer, typisch für ein bestimmtes Korpus im Vergleich zu einem anderen Korpus sind. Ein Beispiel wiederum aus der Praxis wäre, ich möchte wissen, was das typische Vokabular der Grünen ist im Vergleich zu den anderen Parteien. Die Operationalisierung dieser Grundidee ist auch wieder relativ einfach. Ich berechne alle Häufigkeiten aller Wörter im Untersuchungs- und Referenzkorpus, habe dann also für jedes Wort zwei Werte. Einmal die Häufigkeit im Untersuchungskorpus, also
Korpus der Grünen, und im Referenzkorpus, also dem Korpus der anderen Parteien, und teste mit einem Signifikanztest, ob der Unterschied zwischen diesen beiden Frequenzen signifikant ist, also überzufällig gemessen, wenn ich von einer gleichmäßigen Verteilung ausgehen würde. Hier sehen Sie wieder ein Beispiel aus der Praxis, eine Auswahl der typischsten Nomen von 3 Parteien im Deutschen Bundestag. Wir sehen also, dass bei den Grünen natürlich altbekannte Themen wie Atomkraftwerk, Atomkraft, Klimaschutz, Laufzeitverlängerung auftreten, während die CDU/CSU eben von der Kernenergie spricht auf der anderen Seite und wirtschaftliche Themen, Wettbewerbsfähigkeit thematisiert. Bei der Linken Krieg als Begriff, der zumindest von den Regierungsparteien nicht verwendet wird. Bank, Beschäftigte, Rente, Lohn, Skandal und so weiter und so fort. Ja, daraus kann man jetzt unterschiedliche Schlüsse ziehen, was wir an dieser Stelle nicht tun wollen. Wir sind bereits am Ende dieses Moduls und ich möchte zum Schluss kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Wir haben einerseits die typisch korpuslinguistische Perspektive kennengelernt, Korpusanalyse eben als Sprachgebrauchsanalyse. Dann der Aspekt eben, dass wir an quantitativen Analysen interessiert sind. Nicht der Einzelbeleg ist relevant, sondern Tendenzen. Wir haben wichtige Analysekategorien kennengelernt, Kollokationen als typische binäre Wortkombinationen, Mehrworteinheiten, N-Gramme, die eben mehrgliedrige Ausdrücke umfassen. Wir haben Distribution angeschaut als Möglichkeit eben zu schauen, wie sich ein Phänomen verteilt über unterschiedliche Korpora. Und zuletzt haben wir uns Keywords angeguckt, um zu sehen, welche Wörter besonders typisch für ein bestimmtes Teilkorpus sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.